Hallo miteinander! In dieser 18. Folge meines Steps Piano Projekts verlassen wir erstmals den Bereich einer Oktave und spielen die Töne von den Akkorden in Weiterlage. Was fällt uns dabei auf? Ja, genau, das klingt nicht besonders schön, weil diese weite Spannweite zu unerwünschten Lücken führt. Und um solche Lücken jetzt durch einen weichen Übergang zu schließen, gibt es ein tolles Hilfsmittel. Das Sustainpedal, also das rechte Klavierpedal. Und genau dieses nehmen wir uns in unserem Step 18 mal genauer unter die Lupe. Ja, natürlich macht es keinen Sinn, zu Beginn eines Musikstücks das Pedal zu drücken und erst beim Schlussakkord wieder loszulassen. Klar, das geht nur so lange gut, bis es harmonisch anders weitergeht. Aua! Ja, wie kann man sich jetzt denn merken, wann man das Pedal drückt und wann man es wieder loslässt? Ganz einfach. Auf alle Fälle geht man vor jedem Akkordwechsel runter, wie erstmals vor Takt 4. Und man tritt das Pedal erneut, sobald man die erste Note des neuen Takts angeschlagen hat. Also noch währenddessen dieser Ton angeschlagen wird. Besonders wichtig ist es, dass beim Ende eines Abschnitts das Pedal losgelassen wird. Und gleich wieder getreten wird, sobald was Neues beginnt. So wie in Takt 9 oder später auch in Takt 13 und 17. Das ist wie Luft holen beim Singen, bevor man wieder neu ansetzt. Jetzt haben wir natürlich immer wieder Auftakte in unserem Lied und da muss man einfach ausprobieren, was besser klingt. Also ob man vor einem Auftakt das Pedal loslässt oder erst zum Taktwechsel. Das kommt auch immer darauf an, ob es nach einem Auftakt auch einen Akkordwechsel gibt. Ich spiele jetzt mal das komplette Lied durch und zeige, wann ich das Pedal trete und wann nicht. Jetzt sehen wir uns auch mal das Rhythmusmuster an, welches wir diesmal lernen. Wie bereits erwähnt, verlassen wir zum ersten Mal den Bereich einer Oktave. Und kommen zur weiten Spielweise von Akkorden,
welche gerade für Klavierspieler sehr typisch ist. Wenn man sich einen Akkord ansieht, besteht dieser oft aus 3 Tönen. Setzt man jetzt den mittleren Ton eine Oktave nach oben, ist man bereits in der weiten Lage, was sich deutlich musikalischer anhört als die enge Lage. Nun haben wir ja nicht alle die gleiche Spannweite unserer Finger, also anatomisch gesehen. Und so tun sich Menschen mit kleinen Händen etwas schwerer, solche weiten Akkorde zu spielen und dann auch noch mehrmals hintereinander. Dadurch, dass wir jetzt aber das Sustenpedal zur Hilfe nehmen, können wir genau dies vereinfachen. Denn jetzt können wir den ersten Ton unseres Arpeggios anschlagen, dann das Pedal treten und gedrückt halten und dann die Hand umsetzen und die restlichen Noten in einem sehr bequemen Abstand spielen. Probieren Sie das jetzt einfach mal nur mit der linken Hand. Immer gleich das Pedal dazu nehmen und bewusst treten und wieder loslassen. B-Dur, G-Moll und A-Moll. Eben lag der unterste Ton immer auf dem Grundton, also bei F-Dur auf dem F, bei B-Dur auf dem B und so weiter. Besonders musikalisch wird eine Komposition aber erst dann, wenn man den untersten Ton auch mal auf andere Töne des Akkords legt, beispielsweise im 6. Takt. Da haben wir einen A-Dur-Akkord, also die Töne A, Cis und E. Wir nehmen aber jetzt mal das Cis als untersten Ton und hängen die anderen beiden Töne oberhalb dran, also Cis, A und E. Damit bekommt man auch schöne melodische Durchgänge, wenn man genau drauf schaut, in welche Richtung der Bass läuft. In Takt 6 und 7 haben wir A-Dur auf Cis, was dann anschließend mit D-Moll auf dem Grundton D aufgelöst wird. Spüren Sie die Spannung, die durch diese kleinen Schritte vom Bass erzeugt wird? Etwas Ähnliches haben wir dann in Takt 12 und 13, also mit E-Dur auf Gis, Bass, nach dem A-Moll-Akkord. Und einen längeren Durchgang haben wir dann in Takt 14 bis 17. Die weite Lage so gespielt von unten nach oben. Oder so, indem ich die Hand umsetze. Gut, damit wenden wir uns der Melodie der rechten Hand zu. Wie immer haben Sie mit den Fingersätzen Ihre persönliche Freiheit. Meine sind ja nur ein Tipp, wie ich es am bequemsten zu spielen finde.
Sehr schön. Damit sind wir im Lernstoff bereits durch. Ganz zum Schluss noch 2 Besonderheiten im Orchesterplayback. Es gibt mehrmals so ein kleines Ritardando zwischen 2 Abschnitten, also eine Verlangsamung. Denn sonst würden die Übergänge im Takt 9, 13 und 17 zu überhastet klingen. Für Sie ist es dann eine kleine Herausforderung, sich ins nachfolgende Tempo wieder richtig einzufinden, falls Ihnen diese Verlangsamung überhaupt auffällt. Die zweite Besonderheit ist eine Auffälligkeit im Playback, und zwar diese hohe, einstimmige Streicherstimme, die über viele Takte hinweg ausgehalten wird. Die nennt man Yamaha intern. Silberfäden. Ich habe so einen Silberfaden im Playback allerdings oktaviert gespielt. Damit wünsche ich Ihnen jedenfalls ganz viel Spaß mit diesem weiteren Begleitmuster der linken Hand in einem Musikstück, dessen Idee Mitte Juni 2022 in einer klaren, warmen Vollmondnacht entstand. Tschüss, bis zum nächsten Mal.